Hi ihr Lieben! Im letzten Video habe ich euch ja meinen Plan erklärt, wie ich den Camper so ungefähr bauen will, und in diesem Video starte ich jetzt endlich los. Ich wollte noch mal kurz erwähnen, ich bin kein Schreiner, ich habe nichts dergleichen gelernt, also es ist wirklich nur ein Hobby und deswegen sind meine Arbeiten auch teilweise sehr dilettantisch und ihr könnt mir deswegen auch gerne unten Tipps in die Beschreibung schreiben. Genau, und dann starten wir auch schon los. Ich hatte noch so viele Holzteile von alten Möbeln, vom Hausbau und so weiter, und da Holz gerade nicht so günstig ist, habe ich mich entschieden, aus diesen Resten das Campergestell zu bauen. Und falls es dann nichts wird, ist es auch nicht so schlimm, weil alles da war und somit nichts bzw. nicht viel gekostet hat. Ich habe mich entschieden, 3 x 4 cm breite Hölzer zu schneiden, weil ich davon am meisten herausbekommen habe. Das waren vor allem alte Dachlatten. Diese waren auch alle etwas unterschiedlich, aber die Größe hat bei allen hingehauen. Dadurch, dass ich später streiche, wird man gar nicht merken, dass es verschiedene Hölzer waren. Und dann habe ich erstmal geschnitten und geschnitten, damit ich möglichst viele gleiche Bretter hatte. Das hat natürlich etwas gedauert, und wenn man die Bretter kaufen würde, wäre dieser Schritt natürlich überflüssig. Dann habe ich mir die Bretter auch schon in meine berechnete Größe zugeschnitten. Und jetzt mache ich so Taschenbohrungen, um die Teile zu verbinden. Das heißt, man bohrt hier schräg rein und an den Verbindungen kommt man so schräg raus. Das sieht man von außen eigentlich nicht und ist auch eigentlich ganz einfach gemacht. So sieht das Gerät dazu aus. Auf der Verpackung steht Undercover Chic, verdeckte Holzverschraubung. Hier an der Seite stellt man die Tiefe des Holzes ein. Das habe ich hier auch schon gemacht, und dann schraubt man es fest, damit man bohren kann. Ich bohre hier immer nur ein Loch. Stabiler wird es aber mit 2, und wenn ich es nochmal bauen würde, würde ich es auch so machen. Übrigens kann man nicht nur die Schräge, sondern auch die Länge einstellen, wie weit der Bohrer vorne rauskommt. Das mache ich jetzt erstmal mit allen Verbindungen. So wird das zusammengeschraubt. Dabei muss man schauen, dass die Schraube lang genug ist, damit alles gut hält. Dann schraube ich auch schon mein erstes Gestell zusammen.
Als nächstes kommen die Auszüge auf jeweils eine Dachlatte. Dazu habe ich mir einen Abstandshalter gebastelt für den Boden, damit nichts schleift. Das waren bei mir nur ca. ein halber Millimeter. Das hätte ruhig etwas mehr sein können. Bei zu viel Gewicht schleift das leider etwas. Ist wenig geladen, ist es aber super. Hier bohre ich wieder vor und befestige die Schrauben in den vorgegebenen Löcher. Dann schraube ich jeweils 3 kurze Dachlatten gleichmäßig verteilt auf die Dachlatte mit den Auszügen. Dieses Konstrukt schraube ich als nächstes auf meinen davor gefertigten Rahmen. Somit ist mein Rahmen fertig und ich schneide mir die Bretter für den Auszug zu. Dazu messe ich mir natürlich die Innenmaße. Wie schon in meiner Planung erwähnt, will ich hier zumachen mit Schubladen zum Ausziehen. Dann kommt hier hinten eine Box rein und vorne der Gaskocher. Nach dem Messen markiere ich mir die Querbretter und schneide sie zu.
Danach ermittle ich mir die Position des Gaskochers und zeichne mir diesen an. Mit einem Reststück schaue ich, ob die Höhe so passt. Nachdem es mir gefallen hat, habe ich mir auch dieses Brett zugeschnitten. Dieses werde ich wieder mittels Taschenbohrungen befestigen. Hier muss ich wieder die Brettertiefe justieren. Und dann noch, wie weit hineingeboren werden soll. Es sollte circa so weit herausstehen. Das habe ich vorher vergessen einzustellen. Deshalb ist dieses Loch zu groß geworden. Dort hält die Schraube nicht richtig. Deshalb bohre ich hier nochmal eines daneben. Bevor ich das mache, teste ich das aber jetzt an einem Teststück. Das empfehle ich euch natürlich im Voraus. Dann passiert euch das nicht. Dann bohre ich die restlichen Löcher. Dann schleife ich wieder alle Ecken und hier auch die Oberflächen, da das ein eingelassenes Möbelstück war. So sieht es fast gleich wie das gekaufte Fichtenholz aus. Als nächstes befestige ich das hochkante Brett. Dazu lege ich mir einen Abstandshalter auf den Boden, dann die Bodenplatte drauf und dann weiß ich, wo die hochkante Platte beginnt. Diese schraube ich mir an den Auszug. Wenn ich 2 oder 3 Schrauber hätte, würde das ganze Vorbohren, Versenken und Schrauben um einiges schneller gehen, weil dann das Wechseln nicht mehr wäre. Nur so ein Tipp für euch. Auf der anderen Seite mache ich das ebenfalls mit der hinteren Box. Dort messe ich mir einfach den Abstand von der anderen Seite und schraube sie fest.
Immer wieder schauen, ob alles richtig ist und weiter bohren. Dann schraube ich die Boxen zusammen. Dieses Mal ohne Taschenbohrungen. Einfach weil man das im Inneren eh nicht sieht und weil es schneller ging. Als Hilfe habe ich mir die Bretter mit einer Schraubzwinge befestigt. Dann schaue ich circa, wo die Mitte des Brettes ist und bohre ein paar Löcher für die Schrauben. Hier habe ich das Versenken vergessen, deshalb schraube ich nochmal auf. Auf der anderen Seite machte ich das natürlich genauso. Dann schraube ich hier noch ein Reststück unten vorne noch an den Auszug. Das ist dann gleichzeitig eine Stütze für das noch fehlende Brett für die Box. Dann schraube ich dieses an. Kurz nochmal die Position prüfen und weiterschrauben. Das Brett für den Gaskocher befestige ich jetzt noch von unten mit den Taschenbohrungen. Zum Schluss befestige ich auch noch den Boden.
Jetzt fehlt nur noch ein Brett, damit der Gaskocher nicht rausfliegt. Und vorne. Hier hatte ich noch ein Reststück übrig. Dieses schneide ich einfach noch schräg ab, damit ich an den Schalter hinkomme. Dann wollte ich das hier unten anschrauben. Leider kam ich aber nicht mehr zum Schrauben hin. Deshalb wird es geklebt. Das hält erstaunlicherweise ganz gut. So, um die Länge des Videos jetzt nicht zu sprengen, weil es jetzt doch schon ganz schön lang geworden ist, gibt es im nächsten Teil den Rest der Box, also wie ich den Bettauszug gebaut habe und wie vorne noch die Klappe drauf kommt. Eventuell auch noch die nächste Box. Mal schauen, wie lang das dann dauert. Bis bald. Ciao.